Guten Abend, Frau Jäger. Guten Abend, Dr. van der Ven. Wir sind jetzt, die SOP war im Dezember, nee, die war im Juni, also ungefähr 8 Monaten. Ja, am 2. Juni war die. Ja, nach Ihrer FFS. Und ich hätte ein paar Fragen dazu. Die erste, Sie kennen die Frage ja schon, ist, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie was machen lassen wollten? Das Problem war, dass ich, trotzdem ich offensichtlich als Frau aufgetreten bin, dass ich sehr oft als Mann gelesen worden bin. Und das lag dann zuletzt einfach auch am Gesicht, weil das ist das Teil, was man in der Öffentlichkeit rumträgt. Die anderen Körperteile sind ja bedeckt, also meine Brüste und meine Vagina sieht niemand. Das Gesicht sehen alle und die Gesichtszüge waren halt doch noch sehr männlich und das war der Grund, warum ich mich zu der OP entschlossen habe. Ja, und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Weil ich Ihre Klinik kannte, weil ich Sie kannte. Ich habe schon die Epilation dort machen lassen und ich hatte dort mit ganz vielen Leuten persönlich Kontakt, habe mir das angeguckt, habe Leute gesehen ein halbes Jahr nach der Operation, habe Frauen gesehen direkt nach der Operation. Also ich konnte das relativ gut einschätzen. Ich habe ihnen vertraut. Ist bei mir immer ganz wichtig, dass eine Vertrauensbasis besteht. Also das ist halt immer online schwer. Deswegen würde ich auch jeder Patientin raten, lasst da auch eure Bartepilation machen. Dann habt ihr eine Möglichkeit, die Klinik kennenzulernen und dann könnt ihr euch entscheiden. Mhm. Ja. Und was hat die OP Ihnen gebracht? Die OP hat gebracht, dass ich tatsächlich in der Öffentlichkeit als Frau gelesen werde. Das heißt, keine blöden Blicke mehr, kein dummes Klotzen, keine dummen Sprüche. Ich will 2 Beispiele erzählen. Ich war 14 Tage, das waren also 4 Wochen nach der OP, habe ich einen Freund in Dresden besucht. Wir sind da abends zu zweit. Seine Frau ist zu Hause geblieben. Wir sind zu zweit durch die Siedlung gelaufen und ein älterer Herr sprach uns an und der hat sich total amüsiert, weil die Frau größer war als der Mann. Also es war für ihn selbstverständlich, er hat mich komplett als Frau gelesen. Das war so ein ganz großes Schlüsselerlebnis. Und ein zweites Schlüsselerlebnis, das war schon fast witzig. Ich musste nach meiner Klinik, hatte dort ein Vorgespräch bei einer Psychologin und haben uns da so unterhalten, was halt psychisch und therapeutisch relevant war. Und dann habe ich erzählt, dass ich geschieden bin und ein Kind habe. Und dann hat sie gefragt, und haben Sie noch Kontakt zu Ihrem Mann? Und dann dachte ich dann, wow, das ist es jetzt. Bei Kollegen ist das anders und Freunden, die mich kennen, war ich zuerst ein bisschen enttäuscht, weil die überhaupt nicht reagiert haben oder fast niemand hat reagiert. Das geht erst jetzt ein bisschen los, dass sie sagen, siehst aber gut aus, fast im Urlaub, du siehst so erholt aus, siehst gut aus. Und dann sage ich, naja, ehrlich gesagt, ich habe eine OP machen lassen, das ganze Gesicht. Und dann gucken sie und denken, ja, das kommt davon, dass du so gut aussiehst. Ja. Mhm. Ja. Die Heilung, die war nicht so einfach bei Ihnen, ne? Nee, die Heilung dauert auch immer noch an, vor allen Dingen die Taubheitsgefühle. Also jede Frau, die so eine Operation machen lässt, sollte sich das auch vorher überlegen, damit sie hinterher nicht sagt, na, das hat mir niemand gesagt und das wusste ich nicht. Die Operation hat bei mir knapp 6 Stunden gedauert und das ist eine richtige, ernsthafte Operation. Das ist kein Spaß, das ist keine Karibikkreuzfahrt, das ist kein Pappenstiel, das ist eine richtig heftige Operation, unabhängig davon, dass man hinterher natürlich erstmal wirklich sehr verquollen und bunt im Gesicht aussieht. Die Taubheitsgefühle, also die Narben sind relativ schnell weg. Dr. van der Ven legt auch die Narbe, den Schnitt am Kopf hinter die Haarlinie. Das habe ich schon ganz anders gesehen. Da waren die Schnitte vor der Haarlinie. Also das ist, auch wenn man, wie ich, nicht so einen dichten Haarwuchs hat, ist das super schön.
Die Heilung dauert dann, es zieht sich einfach hin, es sind Taubheitsgefühle da, es ist klar, es sind große Schnitte. Bei mir ist zum Beispiel die Nase noch taub, Teile des Kinns und Teile der Stirn in der Mitte, aber die Schmerzen waren relativ schnell weg. Nach 6 Wochen waren die Schmerzen weg und die Taubheitsgefühle, die scheinen halt doch etwas länger zu dauern. Und nochmal, es ist kein Spaß und ihr werdet euch nach der Operation richtig schlecht fühlen erstmal. Also man geht da nicht raus und ab zur Party. Also ich habe erstmal 4 Wochen Urlaub genommen und da habe ich auch im Bett gelegen. Mhm. Ja. Sie waren auch eine Woche im Gästehaus, nicht wahr? Mhm. Wie war das? Ja, das Gästehaus ist wie Urlaub, natürlich. Also das Gästehaus nach wie vor sehr schön, wunderbare Betreuung. Petra als Patientin in Residenz sorgt da für alles. Wir sind fast schon gute Freunde geworden, also habe mich super wohl gefühlt dort und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja. Petra wird es gerne hören. Ne? Ganz lieben Gruß, Petra. Wenn Sie sich selber so, wie Sie waren vor der OP, noch Ja. einen Rat geben könnten, hätten Sie einen? Was würde es sein? Würden Sie was anderes machen? Nö. Nee. Okay. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns, mal mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, Ja, ist okay? das wäre okay. Ja. Das ist lieb. Vielen Dank für das Interview.